Willkommen zurück, Dog Army. Ja, heute zeige ich euch Düfte, 10 Stück, die mich sofort umgehauen haben. Ging nicht anders. Sie haben mich sofort umgehauen, ich war sofort verliebt. Geile Düfte und ich mache dieses Jahr ja schon ein bisschen länger hier dieses ganze Thema Parfüm und so weiter schon sehr lange und ja, ich zeige euch die mal, also dranbleiben. Willkommen zurück, Freunde. Mein Name ist Dennis, immer noch aus Hamburg, aka Fragrance Dog. So, jetzt fangen wir mal mit den ersten an. Das ist der Creed Aventus. Ja, und das ist auch noch die 215er Version, weil ich habe diesen Duft schon getragen, wo in Deutschland fast keiner kannte. Ja, 214, 215 hier. Und ja, da war noch, ist nicht mehr viel drin, da war noch rauchig und schön Ananas-Feeling und war zwar noch nie Beast Mode, das muss man hier auch gleich mal erwähnen, aber er war stark. Man konnte ihn selber länger wahrnehmen, was heißt aktuell, ich kenne nur die 220er Version, die habe ich auch noch, ne? Die 24er, 25er Version kenne ich nicht, aber das Rauchige ist ja weggenommen worden und das habe ich gehört, ist immer noch nicht. Er soll aber angeblich jetzt etwas stärker sein, aber leider werde er nicht mehr das haben, was diese Version hier hatte. Einfach dieses rauchige, maskuline und vor allen Dingen einzigartige, weil zu diesem Zeitpunkt hat man das noch nicht gehabt. Man hat diese DNA noch nie gerochen. Was leider jetzt nicht mehr der Fall ist, aber ja, das war ein Duft, in den ich mich sofort verliebt habe früher. Und ja, auch wenn er nicht mehr so stark ist, würde ich gerne mal, wie gesagt, die neue Version testen, aber im Endeffekt, sie werden immer teurer und ich möchte einfach nicht einen Duft haben, da muss ich das auch selber mal sagen, weil in dieser Preiskategorie, ja, man kann ihn haben und es ist immer noch eigenständig und er hat einfach eine DNA, vor allen Dingen in der Kopfnote, das schaffen auch die ganzen Nachbauten, Alternativen, Dupes etc. pp. Auch nicht, aber was bringt mir das? Also die 220er-Version ist eine Katastrophe. Die nehme ich 20 bis 30 Minuten selber wahr. Natürlich kommt das immer mal ab und zu zwischendurch und dann ist es auch Tagesform von der Nase. Man kriegt tatsächlich nach 7, 8 Stunden noch Komplimente dafür. Also andere riechen das. Du leider nicht. Und Aventus ist eine DNA, ein Parfüm. Was heißt eigentlich? Ich möchte jedes Parfüm selber riechen. Ne? Das ist mir eindeutig zu kurz. Wie gesagt, die 24er, 25er Version kenne ich nicht. Vielleicht lerne ich die mal kennen, aber das war auf jeden Fall geil. Und Aventus ist natürlich trotzdem da. Ich habe mich sofort verliebt. Ja, als nächstes haben wir dann den Chorus. Und natürlich in dieser Version, das ist die Vintage-Version, die richtig harte Version. Der ist auch noch hart, aber das ist einfach härter. Und ich, aus gegebenen Anlass nehme ich natürlich hier die Vintage-Version raus, weil zu der Zeit kannte ich den Duft ja schon. Ne? Ich mache das hier schon, also ich liebe Düfte schon seit über 30 Jahren. Ich bin hier kein Laie, der das einfach mal so auch Jux und Dollerei oder aus Langeweile macht, sondern weil er die Düfte liebt. Das sollten ja einige schon begriffen haben. Die aktuelle Version ist sehr blumig geworden, trotzdem nice. Ne? Also die DNA ist da, das ist trotzdem soweit klar. Würzig, Zibet, animalisch, Bibergeil ist da drin. Für viele ist das nicht geeignet. Ich sprühe hier mal, er ist sehr maskulin. Viele sagen Pissoir oder Pissrinne. Ja, das ist, man merkt das, aber hier ist es mehr Rosen, Quatsch. Ja, auch Blumenwasser. Animalisch ist ja natürlich trotzdem dann und wie gesagt Zibet und Bibergeil. Aber hier haben wir das, ja, sag mal, dieses Urinale, sagt man das so, das ist hier also wirklich hardcore und die Vintage-Version, aber die ist einfach gut angekommen. Also ihr müsst wirklich Haare auf der Brust haben und ein Eier haben, um den zu tragen, aber das funktioniert einfach immer noch. Vor allen Dingen in der Luft liegt der oder ist der ganz anders, als wenn ihr ihn hierhin so sprüht, wenn einer an euch vorbeigeht, den Duft trägt. Das kann geil riechen für viele und für viele eben nicht. Der ist sehr strange. Es gibt viele Frauen, die mögen den immer noch. Da ist was drin, was Frauen anzieht. Das ist einfach so. Und die Vintage-Version, also ich traue mir die natürlich auch hier zu sprühen, klar. So, hier, bumm. Ja, das ist auch einfach noch mal ein bisschen anders. Natürlich muss man abziehen, leider viele Jahre auf dem Puckel. Hier ist der Unterschied zwischen Original. Ne, seht ihr hier ist es Silber, das ist hier bei der Version nicht mehr, aber trotzdem immer noch ein Hammer. Einer meiner Lieblingsdüfte übrigens, ob ihr es versteht oder nicht, Chorus ist nice. Der nächste Duft, wo ich mich sofort verliebt habe, war der Altair. Und da gibt es auch ein Video, ich habe ein Unboxing-Video gemacht und ich habe mich sofort in diesen Orangenblüten, Vanille etc. pp.
Duft verliebt. Sehr süß, aber anschmiegsam, sexy, sinnlich, erotisch finde ich diesen Duft immer noch. Ja, es gibt auch Alternativen, aber keiner kommt am Original von der Tiefe und vom, da ist eine DNA im Background von Parfüms de Marly, was die anderen eben nicht schaffen. Natürlich sind die gut, die Alternativen, die günstigen Alternativen, aber der Altair ist schon nice. Kommt jetzt ein bisschen strange mit Chorus im Background, aber sonst geht's. Wie gesagt, ich habe schöne Vanille, ich habe für mich bisschen so Toffee-Style, Zimt, Orangenblüte, das ist Altair, immer sehr nice und ich finde Parfüms de Marly, da kann man immer drauf zugreifen, auch für die Leute, die noch nicht im Nischenbereich drin sind, mit Parfüms de Marly kann man anfangen. So, der nächste ist einer meiner Lieblingsdüfte, wenn nicht der Lieblingsduft, Naxos von Xerjoff. Das ist einfach Tabak, Vanille von allerfeinsten und dieser Duft, ich liebe ihn einfach. Ja, da habe ich mich natürlich auch sofort verliebt in diesen Duft. Haltbarkeit, Sillage, übrigens bei den Altair auch sehr gut und bei Chorus so und so bombastisch gut. Und auch hier, natürlich ist das hier noch die erste Version in diesen Flakon. Es gab auch noch einen anderen, aber hier, man sieht das an den Juice. Aber die aktuelle Version, ich muss das immer wiederholen, weil so viele immer fragen und so. Die aktuelle Version ist trotzdem noch gut und stark. Vielleicht ist die Tiefe nicht mehr minimal nicht mehr so da, klar, und vielleicht der Honig, Tabak, dieses Zusammenspiel mag ein bisschen, ja, flüssiger jetzt sein, wie soll ich das eigentlich sagen? So war das, oder hier ist es so ein bisschen tiefer, dunkler, dicker, der Saft, das ist schon nice, aber trotzdem bleibt es Naxos und Naxos ist einer der besten überhaupt, das ist schon sehr nice. Und ja, sofort verliebt. So, dann kommen wir zu einem Duft, den gibt es schon lange nicht mehr, aber ich habe ihn früher getragen. Ich habe ihn hier noch in der alten Version, ich habe ihn auch in der letzten Version, die gibt es aber auch nicht mehr. Und das ist Opium von Yves Saint Laurent, hier in der ersten Version, Eau de Parfum, sehr geil. Und das ist schwarze Johannisbeere mit Amber, sehr auch sexy, sinnlich, weich, warm, herrlich gemacht. Also das ist Yves Saint Laurent von allerfeinsten früher noch gewesen. Opium, Pour Homme ist geil. Ne? Auch hier merkt man, klar, das ist geil, das ist die alte Version, aber auch die hat ja schon sehr viele Jahre auf Puckel und ein Duft verändert sich. Er ist nicht gekippt für die Leute. Gleich vorweg mal, man muss Düfte gut lagern. Dunkel, kühl am besten. So, natürlich ist das geil, wenn ihr das stehen habt, aber irgendwann müsst ihr das einfach gut wegpacken, dass damit dann keine Sonne etc. bildet. Dann halten Düfte lange, weil wenn ich manche, du hast so viel Düfte und die halten noch nicht ewig, es läuft ab, whatever. Nein, wenn ihr die gut, wie gesagt, haltet und dunkel und kühl, dann passiert gar nichts. Aber trotzdem kann der Duft natürlich eventuell mal kippen, aber nicht nach 5 und 8 Jahren, sondern nach 20 Jahren vielleicht oder so 15. Das ist aber auch von Duft zu Duft anders und was dort drin ist. Also die sind jetzt noch nicht gekippt, aber man merkt trotzdem schon den Unterschied. Wer das natürlich jetzt zu der Zeit oder jetzt rausgekommen ist, er natürlich viel frischer, nicht von der DNA, sondern frischer, weil er neu ist. Das habt ihr dann natürlich nicht mehr, aber ihr merkt trotzdem den Unterschied zur aktuellen oder zu der letzten Version, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Die war ohne den Plastik, sondern nur mit der Flasche, die hier drin ist. Die könnt ihr hier aber nicht rausholen. Und ja, aber Opium, geiler Duft. Und dann haben wir tatsächlich noch ein Creed, das zu dem Thema, weil Leute meinen, ich meckere immer über Creed rum, ja, aber die alten sind geil und die haben eine Daseinsberechtigung. Das ist Classic, das ist nice. Und hier kommt der beste von denen, Royal Oud. Das ist für mich der beste, auch hier in der alten Version. Leider, die habe ich auch erst im Sommer gerochen, die neue Version. Der riecht ja nicht ansatzweise mehr wie diese Version. Ich sprühe den jetzt mal, aber das ist auch hier der heilige Gral. Dieses Zedernholz oder die Zeder. Oh, das ist so ein Traum. Da habe ich mich sofort, bitte Creed, mach den so wieder. Nicht verwässern. Und der riecht verwässert. Das ist das, was ich meine. Das hier ist für mich auch zu der besten Zeit mit Aventus. Das ist hier aber der beste. Absolut nice. Royal Oud, männlich, bisschen Tabak-Style, ist aber nicht drin, aber Zeder, einen schönen Zederduft. Es ist einfach, ja, so ein bisschen rauchig, als wenn man in einer Zigarrenlounge sitzt, aber kein Tabakduft. Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber ein sehr, sehr geiler Duft. Absolut Gentleman, Luxus. So finde ich diesen Duft. Allerdings in dieser Version. Auch hier 2015, 2016. Schade.
Ah, ist herrlich. Absolut herrlich. Wildwood sofort in diesen Duft verliebt. Musste ich sofort holen. Also ich musste mir den holen nochmal zur Verbesserung. Immer, wo sie rausgekommen sind. Also 2015, 16. Ne? So, jetzt kommt ein Duft, den habe ich natürlich nicht jetzt geholt. Ne? Auch nochmal, bevor das auch wieder falsch verstanden wird. Sondern das sind alles Düfte, wo ich mich verliebt habe. Auch früher oder jetzt, wenn ein neuer dabei ist. Aber das sind zwischen hier. Der ist auch ein bisschen älter. 1 Million von Paco Rabanne oder nur noch Rabanne. Ich zeige den jetzt so, weil sonst blendet das. Den habe ich früher, wo er rausgekommen ist, gesuchtet. Diese süße Mandarine auf die Fresse. Ja, das ist einfach 1 Million. Wer hat den nicht getragen? Und es war dann irgendwann auch mal too much, weil ihn fast jeder getragen hat. Es war der erste Duft, der wirklich übertrieben stark getragen worden ist. Ich weiß, dass Boss Bottle, Job Homme, Le Male auch viele getragen haben. Aber zu der Zeit vielleicht auch. Aber der hat zu der Zeit, glaube ich, alles, selbst Boss Bottle überholt, weil irgendwie 1 Million hat jeder getragen. Aber das hat kein Mensch interessiert. Kein Mensch hat darüber geredet. Oh, jeder riecht danach. Nein, es haben alle einfach getragen, genau wie die anderen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, die ich gerade aufgezählt habe. Heutzutage wird immer geredet, oh, ich trage nicht mehr, tragen so viele und rieche ich an jeder Ecke. Nein, diesen Duft hat man an jeder Ecke gerochen. Baccarat Rouge riechst du nicht an jeder Ecke. Ja, den tragen vielleicht viele, aber nur in speziellen Vierteln, weil nicht jeder kauft sich Baccarat Rouge, es sei denn von Ariana Grande, diese nachgebauten oder whatever, aber den riecht man trotzdem nicht so oft. Aber 1 Million, den hat man oft gerochen. Aber wie gesagt, süße Mandarine, Vanille etc. pp. Einfach ein Club und ein Anmachduft, whatever. Der war am Start und den habe ich natürlich sofort gekauft früher. Genauso wie den nächsten, wo ich den das erste Mal gerochen habe, habe ich ihn mir sofort zugelegt. Tabacco Vanille von Tom Ford. Hier haben wir wirklich Tabak und Vanille und so ein bisschen Tee-Style. Ein absoluter Traumduft. Ich will jetzt hier nicht so viel sprühen. Einfach immer mein, sag ich mal, Weihnachtsduft zum Heiligabend. Ich trage immer Tabacco Vanille, sehr nice, warm, süßer auch Duft. Das ist schon geil. Tom Ford, einer seiner besten, wenn man sowas mag natürlich, ne? Und es riecht hier übrigens immer noch nach Chorus, nur zu dem Thema mal. Und ja, Tabacco Vanille ist ich sprühe den doch noch mal, ein schöner, richtig schön süßer. Die Vanille ist tief dunkel so ein bisschen. Dann sehen so ein Tabak-Style, aber auch schon süß im Background, wie gesagt. Und ich habe mich sofort in diesen Duft verliebt. Und ich glaube, Tabacco Vanille, ich weiß nicht, wie die Version ist. Das ist hier schon 5, 6 Jahre alt. Glaube ich, ist immer noch geil. Also die Version hoffe ich. Aber zum DNA, der Duft ist Hammer. So, jetzt kommen wir zu dem Duft. Habe ich eben gerade geredet von Le Male von Jean Paul Gaultier. Das ist die erste Version hier. Das ist die erste Version mit den gelben Juice noch drin. Von 95, 96 müsste das sein. Hier steht auch noch Paris drauf. 75008 mit den silbernen Badge. Und das ist die allererste Version. So, das Beast Mode, das Monster, wirklich. Es gibt keine davor, das ist die Version. Und ich habe auch die andere Version natürlich. Aber wer hat nicht nach diesem Lavendel-Kaugummi-Duft gerochen? Auch hier wieder alle am Start. Geil. Und hier ist noch, das ist geil. Diese alte DNA, die übrigens noch super ist, das riecht man. Natürlich ist immer noch, auch die neue Version, cool. Aber die Tiefe und dieses noch mehr Lavendel, diesen Kaugummi-Style ist hier sehr geil gemacht und ist natürlich sehr stark, den man auch selber noch wahrnimmt. Den anderen, ja, auch hier haben wir wieder das Problem, was Jean Paul Gaultier oft hat. Man riecht ihn oft selber nicht, aber er ist im Raum wirklich. Es ist immer noch ein sehr potenter Duft. Also, ne, Vorsicht damit. Le Male, geil. Le Male funktioniert immer und er wird auch noch in den nächsten 20 Jahren funktionieren. Das ist sehr geil. Le Male von Jean Paul Gaultier. So, und weil wir gerade hier einen alten Duft hatten und die Vintage-Version hatte ich den auch. Den habe ich bei meinem Onkel früher gerochen. Job Homme. Hier auch die erste Version mit der Kornblume. Richtig perfekt noch in Schuss. Wow, hier riecht man wirklich ganz... Also das andere, die Version ist cool noch, aber die ist synthetisch. Hier haben wir nichts synthetisch. Hier habt ihr einfach das Süße, diese Kirsch-DNA-Note. Und das ist einfach, dieses leicht blumige auch. Das ist einfach, so war die Version. Und die war auch nicht wirklich pink, wie ihr sehen könnt. Das war sie nicht. Das ist alles jetzt gemacht worden. Und ja, damit fing auch vieles an. Und da habe ich mich natürlich sofort verliebt. Und man kann natürlich von diesem Video gleich
oder auch Teil 2 machen, weil es gibt noch ganz andere Düfte, wo man sich sofort verliebt hat. Aber das ist jetzt erstmal, ich habe natürlich die Oldschool-Dinger rausgeholt. Job Homme, ach, was soll man dazu sagen? Hier in dieser Version einfach der Hammer. So, bevor ich den letzten vorstelle, natürlich Haltbarkeit sind die auch. Der Job hier übrigens, habe ich das vergessen habe, brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist immer noch, und früher war das ist einfach ein Monster gewesen. Ne? So, und jetzt kommen wir mit den Duft, da fing alles an. Also ich habe früher Düfte schon gerochen, so wie der Job, aber den ich mir selber gekauft habe, das war der Laura Biagiotti Roma Uomo, hier in der ganz kleinen Flakon, weil auch das hier die Vintage-Version ist. Ich habe den auch in groß, natürlich die aktuelle Version noch. Das ist schon geil. Das ist einfach, ach herrlich, aber die alte Version ist, also die neue ist auch noch cool, aber hier habt ihr mehr dieses weiche, zitrische, diesen Zitronenkuchen noch ein bisschen eleganter, teurer Zitronenkuchen als, ne, den kriegt ihr hier, das ist ein Luxusbäcker in Anführungsstrichen und das andere, den kriegt ihr jetzt in einen Einkaufsladen, so müsst ihr euch das vorstellen. Trotzdem ist der noch gut, ich trage auch die neue Version gern. Es ist einfach mein Duft in Anführungsstrichen, damit, ich war jung und wirklich jung, ne, und man hat mich an der Kasse, eine ältere Dame, ich weiß das immer noch, oh, sie riechen aber gut, ne? Da hat man sogar noch gesiezt, obwohl ich jung war, ne? Das macht man ja eigentlich andersrum, man sieht ja jemanden, ne? In Deutschland jedenfalls, Ältere, das gibt es auch heutzutage nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Aber hier absolut nice, Laura Biagiotti Roma Uomo, das war der erste Duft, den ich mir so selber gekauft habe. Wie gesagt, davor habe ich schon Düfte gerochen, klar. Da war ich auch schon verliebt, aber so ging das dann die Geschichte immer weiter. Aber die Geschichte ist eine andere. Es geht ja um, wo ich mich drin verliebt habe. So, wie gesagt, da wird es einen Teil 2 von geben, weil es gibt noch andere, wo ich mich sofort verliebt habe. Aber ich wollte einfach noch mal so die typischen Älteren zeigen. Boss Bottle war übrigens nicht darunter. Boss Bottle ist cool, aber da habe ich mich nicht sofort verliebt drin. Nur nebenbei, ne? Deswegen wird er auch nicht kommen in diesen Videos und auch war nicht natürlich in diesen auch nicht drin. So, dann schauen wir unter, welche Düfte waren das bei euch. Und dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst mir gerne einen Supersex alle da. Könnt ihr gerne machen. Das unterstützt ein bisschen den Kanal und das Video. Für alle jetzt, ne? Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus.